Best wishes. 3 Punkte, 3 Ausrufezeichen. We are very much honored to request you to submit a manuscript. The manuscript could be a research article, review article, case report, clinical image, commentary, editorial, and likewise submission on your interesting area. Please let us know your interest and if you have any concerns. Anderes Beispiel. Dear Professor, we hope you are doing well. We have tried to get in touch with you to see if there is a mutual fit between our journal and your research work. Und noch eins. Safety wishes. How are things going on with you? I hope you are in a well spirit of health and work condition. Moreover, we are pleased to say that one of our existing authors recommended your important work worth to read. Das sind ein paar Beispiele von Mails, die ich in den letzten Wochen erhalten habe, weil ich nämlich so eine gefragte Autorin bin. Oder vielleicht auch nicht. Es handelt sich hier um Mails von sogenannten Predatory Journals, übersetzt etwa Raubzeitschriften, die mir mein Geld abnehmen wollen, ohne den entsprechenden Gegenwert zu bieten. Nämlich ohne meine Arbeit sorgfältig zu begutachten, bevor sie publiziert wird. Dabei bedienen sie sich des Publikationsmodells von Open Access Zeitschriften, bei welchen die Autorinnen die Publikationskosten tragen, in Form von sogenannten Article Processing Charges. Dafür sind diese Artikel dann aber auch frei zugänglich, das heißt jeder kann sie lesen, ohne die Zeitschrift abonnieren zu müssen. Abgesehen von Massenmails, seltsamen Anreden oder Schreibfehlern, woran kann ich sonst noch erkennen, dass es sich um ein unseriöses Predatory Journal handelt? Es wird eine sehr kurze Bearbeitungsdauer angeboten, also vom Einreichen des Manuskripts bis zur Publikation. Oder der Name des Journals ist einem bekannten Journal sehr ähnlich, kann also leicht verwechselt werden, wenn man nicht aufpasst. Das Journal ist gar nicht aus meinem Fachgebiet. Keine im Fachgebiet bekannte Person oder Arbeitsgruppe hat bisher in dem Journal publiziert. Es werden falsche Impact-Faktoren angegeben, diese also unbedingt vorher überprüfen. Und manchmal sind die Gebühren für die Publikation auf der Webseite so gut versteckt, dass man sie fast nicht findet. Es herrscht also keine Kostentransparenz. Warum gibt es diese Journals überhaupt? Weil Forschende daran gemessen werden, wie viel sie publizieren und diese Publikationen auch noch möglichst öffentlich, also Open Access, zugänglich sein sollen. Und diese Journals oder ganze Verlage werben eben genau damit. So versuchen sie, jüngere oder unerfahrene Forschende zu ködern. Worin besteht das Problem bei diesen Zeitschriften? Die Inhalte werden als peer-reviewed, also von Experten begutachtet, ausgegeben, obwohl sie es gar nicht sind. Da fehlt also die Qualitätssicherung. Dadurch entsteht ein Imageverlust für die Wissenschaft als Ganzes, aber auch für die einzelnen Forschenden, die dann unter Umständen auch noch viel zu hohe Gebühren bezahlt haben. Wenn ich nun in einer Zeitschrift publizieren möchte, kann ich irgendwo nachschauen, ob es sich dabei um ein unseriöses Predatory Journal handelt. Ja, dafür gibt es Listen und ich habe euch unten ein paar verlinkt. Es lohnt sich aber auch, einen Blick ins Inhaltsverzeichnis zu werfen. Wer hat bereits in dem Journal publiziert? Kenne ich irgendwelche Autoren? Kenne ich jemanden, der im Editorial Board sitzt? Oder ist die Zeitschrift in den wichtigen Datenbanken indexiert? Das heißt, wenn ich einen Artikel suche, finde ich den dann auch in PubMed? Solche Dinge könnt ihr selbst überprüfen. Und wenn ihr dann immer noch unsicher seid, fragt doch eure Bibliothekarin. Bis zum nächsten Video.